Die Welt steht in Flammen. Le monde s'enflamme. Wir erleben die wohl größte globale Krise unserer Lebzeit. On voit probablement la pire crise globale de notre vivant. Und überall, sei es in den USA, in Indien, in Myanmar, im Libanon oder sonst wo auf der Welt, Peu importe où on regarde, aux États-Unis, en Inde, à Myanmar, au Liban, partout dans le monde, regt sich Widerstand gegen die unhaltbaren Zustände des Kapitalismus. il y a de la résistance qui se développe contre les conditions intenables sous le capitalisme. Was diese Kämpfe gemeinsam haben und wie sie erfolgreich sein können, das wollen wir heute Abend diskutieren. Ce qui lie ces luttes et comment on peut les mener de manière couronnée de succès, c'est ce qu'on va discuter ce soir. Damit möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung und ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Donc, bienvenue à notre événement de ce soir. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Mein Name ist Kevin und ich bin Mitglied der marxistischen Strömung der Funke, die diese Veranstaltung heute organisiert. Lui, il s'appelle Kevin, il est membre de l'étincelle du courant marxiste qui organise cet événement ce soir. Zunächst möchte ich euch alle bitten, wenn möglich, euren Namen unter eurem Profil einzublenden und die Region, aus der ihr stammt, damit wir auch einen Überblick haben, wer beispielsweise Übersetzungen braucht, welche Sprachen gesprochen werden und so weiter. On vous prie également de mettre votre nom dans votre compte Zoom, aussi de mettre votre région et la langue que vous parlez, comme ça on sait à peu près quelle langue il faut traduire et tout ça. Zunächst ein paar Worte zu unserer Strömung. Quelques mots sur notre organisation. Als Marxistinnen und Marxisten ist uns klar, dass der Kapitalismus weggefegt werden muss. En tant que marxiste, il est parfaitement clair pour nous que le capitalisme doit être abattu. Und wir sind überzeugt, dass das möglich ist, aber dass das eine aktive Handlung sein muss. On est convaincu que ceci soit possible, mais il faut aussi le faire activement, de manière consciente. Und dass es dazu eine Organisation braucht. Pour ceci, il faut une organisation. Eine Organisation, die die Lektionen aus der beinahe 200 Jahre alten Arbeiterbewegung zieht. Une organisation qui tire les leçons de 2 siècles d'expérience du mouvement ouvrier. Und diese Organisation bauen wir mit dem Funke auf. C'est cette organisation qu'on construit avec l'étincelle. Wir sind in fast allen großen Schweizer Unis mit einem marxistischen Verein präsent. Dans presque toutes les grandes universités, dans les villes en Suisse, on est présent avec une association marxiste. Wir sind aktiv in der JUSO, in den Gewerkschaften und den Bewegungen wie dem Klimastreik oder dem Frauenstreik. On est actif à la JS, on est actif dans les syndicats et aussi dans les mouvements sociaux tels que la grève des femmes et la grève du climat. Und unser Ziel ist es, ein Werkzeug zu schaffen, mit dem die Arbeiterinnen und Arbeiter das Elend des Kapitalismus beenden können. Notre objectif, c'est de construire un outil qui est capable de justement abattre le capitalisme. Natürlich können wir das nicht nur in der Schweiz tun. Évidemment, ceci n'est pas possible uniquement en Suisse. Der Kapitalismus endet nicht am Boden oder am Genfersee. La révolution mondiale ne s'arrête pas au lac de Constance ou au lac Léman. Ja, genauso wenig endet die Antwort auf den Kapitalismus eben an diesen nationalen Grenzen. Et donc, de la même manière aussi, la réponse au capitalisme ne s'arrête pas aux frontières nationales. Deshalb sind wir als Funke Teil der internationalen marxistischen Tendenz oder kurz INT. L'étincelle fait partie de la tendance marxiste internationale, de la TMI. Die IMT ist in rund 40 Ländern auf der Welt aktiv, von Pakistan nach Brasilien, über die USA, Polen bis nach Südafrika. La TMI, elle est active dans plus de 40 pays, sur tous les continents, au Brésil, aux États-Unis, en Pologne, en Afrique du Sud et ainsi de suite. Und überall nehmen wir den Standpunkt der Arbeiterklasse ein und bauen diese Organisation auf.
Partout, on adopte le point de vue de la classe ouvrière et on construit notre organisation. Diese internationale ist eben auch der Grund, warum wir heute Abend einen internationalen Referenten haben. Cet international, c'est aussi la raison pour laquelle on a invité aujourd'hui un invité international, justement. Und wir sind froh und begrüßen ganz herzlich Niklas, der uns aus London zugeschaltet ist. Et donc, on souhaite la bienvenue à Niklas qui participe depuis Londres. Er wird heute Abend ein rund 90-minütiges Referat halten, das heißt 45 Minuten plus 45 Minuten Übersetzung. Donc, on aura une présentation de Niklas de environ 90 minutes, traduction inclus. Danach werden wir rund 75 Minuten Zeit haben für eine Diskussion mit einer Pause dazwischen noch. Ensuite, on aura 75 minutes pour la discussion avec une pause entre-temps. Und am Ende wird Niklas noch als Reaktion auf die Diskussion ein Schlusswort halten. Niklas, à la fin, il fera encore un petit mot de clôture pour résumer la discussion. Kurz zur Übersetzung. Rapidement sur la traduction. Ihr habt gemerkt, dass dazu jeweils nachdem ich gesprochen habe, hier jetzt eine Übersetzung macht. On a cette traduction semi-simultanée, comme vous le voyez. Das wird den ganzen Abend so sein, wenn eine Person Französisch oder Deutsch spricht, dass man das hier drin im Zoom direkt als Übersetzung hören wird. Ceci sera le cas pendant toute la soirée où les traductions entre l'allemand et le français auront lieu directement dans la réunion Zoom ici. Wenn aber Niklas auf Englisch spricht, dann werden wir 2 Übersetzungen brauchen, auf Deutsch und auf Französisch. Lorsque Niklas parlera en français, on aura besoin de 2 traductions, donc en allemand et en français. Und darum wird das über Discord laufen. Die Links dazu solltet ihr bereits erhalten haben, ansonsten wurden sie jetzt gerade noch in den Chat gestellt. Et ces traductions depuis l'anglais seront organisées sur Discord. Vous avez normalement déjà reçu les liens respectifs, mais vous les avez aussi encore une fois ici dans la conversation du Zoom. Also könnt ihr diese Links einfach anklicken, wenn ihr eine Übersetzung vom Englischen braucht. C'est très facile, il faut juste cliquer sur le lien. Heute Abend werden wir viel über die globale Situation des Kapitalismus hören. Aujourd'hui, on parlera principalement de la crise globale du capitalisme, Über die verheerenden Konsequenzen der Unterdrückung. des conséquences néfastes de l'oppression. Wir werden aber sicherlich auch mehr darüber erfahren, wie sich weltweiter massiver Widerstand dagegen regt. Mais on entendra aussi beaucoup de points sur les mouvements de résistance qu'il y a partout au monde. Dieser Widerstand regt sich aber nicht nur im Rest der Welt, sondern auch in der Schweiz. La résistance n'a pas seulement lieu partout dans le monde, mais aussi en Suisse. Und so ist diese Veranstaltung für uns von der marxistischen Strömung auch nur der Auftakt ins Wochenende. Pour nous, du courant marxiste, cet événement ici, il est seulement le début du week-end. Wir werden in den nächsten 2 Tagen, in den nächsten 2 Tagen halten wir online die Konferenz der Unterstützerinnen und Unterstützer der marxistischen Strömung ab. Durant les 2 prochains jours, on tiendra la conférence des sympathisants de l'étincelle. Wir werden gemeinsam unsere Analyse der Situation des Kapitalismus in der Schweiz und die Frage, wie wir darauf reagieren können und müssen, diskutieren. Là, on discutera principalement de la situation politique et sociale en Suisse et de comment nous, on doit réagir à ça. Und wenn ihr nach der heutigen Veranstaltung mehr über den Marxismus oder unsere Organisation wissen wollt, si après cet événement de ce soir, vous avez envie d'apprendre plus sur notre organisation ou sur le marxisme en général, lade ich euch herzlich dazu ein, mit uns in Kontakt zu treten und gerade auch diese Fragen zu diskutieren. je vous invite d'entrer en contact avec nous et de discuter, de continuer les discussions sur ces sujets. Schreibt eine Person aus der Organisation an oder aber geht auf unsere Webseite. Écrivez directement à une personne de l'organisation dans le Zoom ou bien allez sur notre site web www.derfunke.ch marxist.ch und dort findet ihr sowohl Kontaktmöglichkeiten als auch unzählige spannende Artikel zu diversen Themen aus der Welt des Klassenkampfs. Et là, vous avez plein d'articles, plein d'analyses sur la situation
mondiale, mais aussi justement en Suisse. Wenn ihr am Ende von der funke.ch noch einen Schrägstrich und Abo hinzufügt, findet ihr auch den Link zu unserer Zeitung. Si vous mettez à la fin de marxist.ch encore un slash et un abo, vous avez l'occasion de vous abonner à notre journal. Sie kostet die deutsche Version 30 Franken pro Jahr und wird euch dafür 10-mal nach Hause geliefert. La version française coûte 20 francs par année et sera livrée chez vous 8 fois par année. Nicht nur, weil wir dieses Jahr die 100. Ausgabe feiern werden, kann ich euch garantieren, dass ihr in keiner anderen Zeitung auch nur ansatzweise ähnliche Analysen geliefert bekommt. En allemand, on aura la 100e édition de notre journal. En français, ça sera bientôt le cas. Mais même sans ça, je peux vous garantir que nos analyses sont à point et d'une très bonne qualité. Damit möchte ich für den Moment abschließen, das Wort an Niklas übergeben und euch für die nächsten 1,5 Stunden viel Vergnügen und eine spannende Präsentation wünschen. Donc, je passe la parole à Niklas et je vous souhaite une très bonne discussion. Thank you. I'd quite like to hear if I can hear the German. If someone says something. Yeah, test. Yep, there we go. Great. Now, where do we start? Wo fangen wir an? Well, before the crisis of 2008, Vor der Krise von 2008 we used to say that this period will be the most turbulent period in human history. haben wir immer gesagt, diese Periode wird die turbulenteste der Menschheitsgeschichte sein. This was greeted with some skepticism, you might say, by some comrades and sympathizers. Darauf reagierten gewisse Genossen und Sympathisanten mit recht skeptisch. But the reality is in front of our eyes today. Aber die Realität ist vor unseren Augen heute. Wir sehen sie. The US Capitol was overrun by goons sent by the president. Das US-Kapitol wurde überrannt von irgendwelchen Schlägern, geschickt vom Präsidenten. Just over 1/3 of the US population think there was widespread fraud in the 2020 elections. Über ein Drittel der US-Bevölkerung glauben, es gab Wahlfälschungen bei den Präsidentschaftswahlen. Now, this isn't Venezuela, it's not Pakistan, it's not Ukraine. Das ist nicht Pakistan, Venezuela oder die Ukraine. This is the United States of America. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. It's the biggest imperialist power in history, probably. Das ist die wahrscheinlich größte imperialistische Macht der Geschichte. And here you have it being invaded by a group of thugs and being held ransom basically by them. Und hier haben wir es, sie wird überrannt von einer Gruppe von Schlägern, erpresst von denen wird sie mehr oder weniger. And that event in January followed on for the biggest mass protests in the history of the United States. Und dieses Ereignis im Januar folgte den größten Protesten der Geschichte der USA. Where 10% of the adult population was on the streets at some point or another. 10% der erwachsenen Bevölkerung waren auf der Straße an einem Punkt oder an einem anderen. Defending the rights of black people against the state. Und sie haben die Rechte von schwarzen Leuten gegen den Staat verteidigt. The year before, in 2019, there were movements of revolutionary connotations. Im Jahr davor, 2019, gab es Bewegungen mit revolutionärem Beigeschmack. In Chile, Ecuador, Algeria and Sudan, just to name a few. Chile, Ecuador, Algerien und Sudan, um ein paar zu nennen. But all of this is a symptom of something of a much deeper malaise. Aber all das ist nur ein Symptom einer viel tiefer gehenden Krankheit. We've said it many times, but it's worth repeating. Wir haben es oft gesagt, aber wir müssen es immer wieder sagen. They never solved the crisis of 2008. Sie haben nie die Krise von 2008 gelöst. They only postponed and to some extent transferred the problem.
Sie haben nur das Problem verschoben und in einem gewissen Sinne verändert. So whereas the 2009 crisis hit Europe and United States the hardest, Während die Krise von 2009 vor allem Europa und die USA am härtesten getroffen hat, since 2011 there has been crisis in one former colonial country after another. und seit 2011 gibt es Krisen in allen ex-kolonialen Staaten, in einem Staat nach dem anderen. So the crisis started as a crisis of credit, a credit crunch, as they said. Und die Krise fing an als eine Kreditkrise, den Credit Crunch, wie Sie es gesagt haben. Which was caused by too much debt. Und das war verursacht durch zu viele Schulden. But far from solving that debt problem, it has only gotten worse. Aber weit davon entfernt, dieses Schuldenproblem zu lösen. Es ist nur noch viel schlimmer geworden. China has now caught up to the West in terms of the level of debt. China hat jetzt mit dem Westen aufgeholt, was das Schuldenniveau angeht. In China, as in the West, increasing amounts of debt is producing decreasing amounts of growth in the economy. Und im Westen wie in China haben wir immer größere Schulden und gleichzeitig produzieren sie immer weniger Wachstum. Even before the pandemic hit, they were talking about a fourth wave of debt. Sogar bevor die Pandemie eingetroffen ist, haben sie von einer vierten Welle von Schulden gesprochen. Now that has become much more pronounced. Und das ist jetzt viel ausgeprägter. 1 year ago, the world economy was heading towards recession. Vor einem Jahr ging die Weltwirtschaft Richtung Rezession. The pandemic only took that and then magnified. Die Pandemie hat das einfach genommen und vergrößert, verschärft. The collapse last year, of course, the collapse in GDP last year was, of course, partly artificial. Der BIP-Einbruch letztes Jahr war zumindest teilweise künstlich. In the sense that governments forcibly shut down workplaces. Im Sinne davon, dass die Regierungen Arbeitsplätze geschlossen haben, Fabriken geschlossen haben. But the fact that this was artificial is a small comfort to those who lose their jobs. Aber die Tatsache, dass es künstlich ist ein kleiner Trost für die ihre Jobs verlieren. Or those who are having their working hours severely reduced. Oder auch die ihre Arbeitsstunden reduziert bekommen. It was the biggest collapse of GDP in history. Es war der größte BIP-Zusammenbruch der Geschichte. And it spread right across the world. Und er hat sich durch die ganze Welt ausgebreitet. And governments were scrambling to try to shore up their economy. Und die Regierungen haben verzweifelt versucht, ihre Wirtschaft am Leben zu halten. With massive spending programs. Mit massiven Investitionsprogrammen. World government debt has now reached 99% of world GDP for the first time in history. Und die Weltverschuldung der Regierungen ist zum ersten Mal bei 99% des BIP, zum ersten Mal in der Geschichte. And budget deficits are averaging 9% of GDP. Und die Budgetdefizite, die sind jetzt bei 9% des BIPs. The economic consequences are far-reaching. Die wirtschaftlichen Folgen gehen sehr weit. But there's not just been a crisis in the economy, but also in politics. Es gab nicht nur eine Krise in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Or in society in general. Oder in der Gesellschaft allgemein. There is an almighty crisis brewing in the United Kingdom. Eine riesige Krise braut sich zusammen in Großbritannien. Which started with the independence referendum in Scotland. Es begann mit dem Unabhängigkeitsreferendum Schottlands. It continued with Corbyn, the election of Corbyn as leader of the Labour Party. Es ging weiter mit der Wahl von Corbyn als Vorsitzender der Labour-Partei. And then Brexit. Und dann Brexit. And now the pandemic. Und jetzt die Pandemie. Johnson has tilted to the left in his economic program. Und Johnson hat jetzt nach links geschwenkt in seinem Wirtschaftsprogramm. He is the Prime Minister of Britain, if you. Er ist der Premierminister von Großbritannien, falls ihr das nicht wisst. And he is
undoing the tax cut of his predecessor, David Cameron. Und er macht jetzt die Steuererleichterung rückgängig von seinem Vorgänger David Cameron. Corporation tax cuts, it should be added. Das sind die Unternehmenssteuern, die gesenkt wurden unter Cameron. And he's spending more money than the Labour Party manifesto ever promised to do. Und er gibt mehr Geld aus, als das Labour-Wahlprogramm jemals versprochen hatte. In Scotland, independence is back on the agenda. In Schottland ist die Frage der Unabhängigkeit wieder voll aktuell. The Scottish National Party, which governs the parliament, which has a majority in the parliament of Scotland, are under increasing pressure to deliver a referendum. Die SNP, die schottische Nationale Partei, ist unter Druck, ein Referendum durchzusetzen in Schottland, ein Unabhängigkeitsreferendum. And this is similar to what took place in Catalonia in the lead up to the illegal referendum that was held there. Es ist ähnlich wie in Katalonien, was da vor dem illegalen Referendum passiert ist. And just like in Catalonia, the UK government is refusing to grant another referendum. Und wie in Katalonien ist die britische Regierung weigert sich, ein Referendum durchzuführen. Because they suspect that they will lose it. Weil sie nehmen an, dass sie es verlieren würden. They came uncomfortably close in 2015, I think it was. In 2015 kamen sie sehr nah, auf eine sehr unangenehme Weise sehr nah an eine Niederlage. And the support for independence in Scotland has only grown since. Und die Unterstützung für die Unabhängigkeit ist nur gewachsen seither. France is in a state of ferment. In Frankreich sehen wir einen Zustand der Verschärfung. The Yellow Vests gave a taste of what is to come. Die Gelbwesten gaben einen Vorgeschmack auf was kommen wird. Macron's popularity never recovered from that blow. Macrons Beliebtheit hat sich nie erholt von diesem Schlag. His approval ratings are at negative 25% or something like that. Und seine Unterstützungsratings sind irgendwie bei negativen 25% oder sowas. Which is worse than Trump's ever was. Das ist schlechter als die von Trump jemals waren. In Germany, the bourgeois have been desperately clinging on to Angela Merkel for years. In Deutschland haben sich die Bürgerlichen verzweifelt an Merkel geklammert seit Jahren. But she's leaving this year. Aber sie geht ja dieses Jahr. And the stability that she provided to the German political system is going to be lost. Und die Stabilität, für die sie gesorgt hat, wird verloren dadurch. As well as the clout that she had on the international arena. Und auch diese Aura, die sie hatte in der internationalen Arena. In Italy, they just named Super Mario Prime Minister. In Italien war der Super Mario Premier. Super Mario being Mario Draghi, the former head of the European Central Bank. Super Mario Draghi, der ehemalige Chef der EZB, der Europäischen Zentralbank. But he's facing crisis on all fronts. Aber er wird mit Krisen an allen Fronten konfrontiert. He will face conflicts with the European Union, particularly Germany. Er wird Konflikt. There is a large budget deficit and an even bigger state debt. Er wird Konflikte mit der EU haben. Es gibt einen riesen Schulden und ein Defizit beim Budget. And this debt can only be maintained with the help, with the support of the European Central Bank. Und diese Schulden können nur gehalten werden mit Unterstützung der EZB. The banking sector is on the verge of collapse. Der Bankensektor steht vor dem Abgrund, am Rande des Zusammenbruchs. And it's again only kept alive because of the intervention of the European Central Bank. Und es wird nur am Leben gehalten durch die Interventionen der EZB. At some point there will have to be a reckoning. Und irgendwann muss das gelöst werden. The deficit will have to be reduced and the Italian workers will be asked to pay the price. Das Defizit muss reduziert werden irgendwann und die italienischen Arbeiter werden bezahlen müssen. In the beginning of the pandemic, the Italian workers gave a glimpse of what they were capable of. Am Anfang der Pandemie gaben die italienischen Arbeiter einen Vorgeschmack von dem, zu dem sie fähig sind.
They forced the government to shut down industries and take measures. Sie haben die Regierung gezwungen, die Industrie zu schließen und irgendwie Maßnahmen zu ergreifen. The workers have a very militant tradition, Die Arbeiter haben eine sehr militante Tradition, a rank-and-file tradition of unofficial action. so eine Basistradition von inoffiziellen Aktionen. And this was shown in March and April last year, and it will come to the fore again. Das haben wir im März und April letztes Jahr gesehen und das wird wiederkommen. And this will exacerbate the conflicts between the Italian and European bourgeois. Und das wird den Konflikt verschärfen zwischen der italienischen Bourgeoisie und der europäischen Bourgeoisie. And it could open the door to an Italian referendum on the membership of the European Union. Und es könnte die Tür öffnen für ein italienisches Referendum, was die EU-Mitgliedschaft angeht. Because the Italian bourgeois have a tendency to blame all the cuts that they want to carry out on the European Union. Weil die italienischen Bourgeoisen, die haben so eine Tendenz, alle Sparmaßnahmen, die sie machen, die Schuld dafür der EU zu geben. Which is only partly true. Und das stimmt nur teilweise. But this would not just threaten Italy, but the whole of the European Union. Aber das würde nicht nur Italien bedrohen, sondern die ganze EU. Where we should not just have lost Britain, but also now one of the central core states of the European Union. Und die EU hätte dann nicht nur Großbritannien verloren, sondern auch noch so eine der zentralen Staaten der EU. The whole of the African continent is in turmoil. Der ganze afrikanische Kontinent ist in Aufruhr. Imperialist proxy wars are ravaging Central and Eastern Africa. Imperialistische Stellvertreterkriege zerstören Zentral- und Ostafrika. But there is also the movement of the masses all over the continent. Aber es gibt auch eine Massenbewegung über den ganzen Kontinent. In Uganda, in South Africa, in Nigeria, and so on. In Uganda, in Südafrika, in Nigeria, überall. But there's no leadership. Aber es gibt keine Führung. In South Asia, the regime in Pakistan is barely holding together. In Südasien hält das Regime in Pakistan sich gerade noch so an der Macht. It has become a battleground between the United States, China, and Saudi Arabia. Es wurde zum Schlachtfeld zwischen den USA, China und Saudi-Arabien. And the workers are bearing the brunt of increasingly intolerable conditions. Und die Arbeiter bezahlen dafür in immer schlimmeren und unerträglicheren Bedingungen. In India, Modi is under siege by the farmers. In Indien wird Modi belagert von den Bauern. And the farmers have the support of the overwhelming majority of the workers in the country. Und die Bauern haben die Unterstützung einer überwältigenden Mehrheit der Arbeiter im Land. Modi's racist anti-Muslim pogroms have not been able to save him. Und Modis rassistische, antimuslimische Pogrome konnten ihn nicht retten. And hundreds of thousands of farmers stormed the capital Delhi and occupied the Red Fort. Hunderte Tausende Bauern haben Delhi gestürmt und die Rote Festung belagert. And they had to fight their way through heavy-handed riot police with rubber bullets and tear gas and so on. Und sie mussten sich durch stark bewaffnete Polizei kämpfen mit irgendwie Gummischrot und was sie alles haben. It was the final drop for the farmers of India. Aber das war halt einfach so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat für die Bauern in Indien. For decades, they've been fighting land grabbing, indebtedness, and agribusiness. Für Jahrzehnte haben sie so gegen Landverluste gekämpft, gegen Schulden und irgendwie die großen Agrounternehmen. The Modi government's reform was just one step too far. Und die Reform von Modi jetzt war einfach ein Schritt zu weit. And if truth be told, the only thing that's really keeping him in power is the inaction of the so-called communist parties. Und wenn wir die Wahrheit sagen, der einzige Grund, warum er noch an der Macht ist die Passivität der sogenannten kommunistischen Parteien. If there was a proper mobilization of the workers,
wenn es eine richtige Mobilisierung der Arbeiter gäbe. They have spoken about a 4-day general strike, Sie haben über einen 4-tägigen Generalstreik gesprochen, but they haven't prepared for it. aber sie haben sich nicht vorbereitet darauf. They haven't called it. Sie haben auch nicht dazu aufgerufen. So they are holding the workers back. Sie halten die Arbeiter zurück And they're preventing the movement from escalating. und sie halten die Bewegung auf und verhindern, dass die Bewegung eskalieren kann. In Myanmar, of course, the process has gotten a lot further. In Myanmar sind die Proteste viel weiter gegangen natürlich. There is a general strike, Es gibt einen Generalstreik and the troops that they've sent in have been unable to stop the movement. und die Armeeeinheiten, die sie geschickt haben, waren unfähig, die Bewegung aufzuhalten. Probably the Army High Command miscalculated. Die Armeeführung hat sich wahrscheinlich verschätzt. They did not realize that the only thing keeping the masses at bay was their alliance or their bloc with Aung San Suu Kyi. Und was sie nicht verstanden haben, ist, dass alles, was die Massen noch zurückgehalten hat, war so ihr Block, den sie hatten mit Aung San Suu Kyi. But of course, it was the massive vote for ASK, as it's called, that provoked this particular coup. Es war halt genau die massive Unterstützung für ASK, das diese Situation jetzt provoziert hat. It was in effect a vote against this bloc. Und es war eigentlich eine Stimme gegen diesen Block. A vote against the status quo. Eine Stimme gegen den Status quo. And now the imperialists, of course, pile in behind ASK, Und die Imperialisten unterstützen jetzt ASK, who is an agent of imperialism, die eine Agentin des Imperialismus ist, what they call a liberal. was sie eine Liberale nennen. And like with all liberals, their principles are only small change. Und wie für alle Liberale, ihre Prinzipien, das behandeln sie wie so ein bisschen Kleingeld. And so, like for example, when she sold out the Rohingya people to the military. Zum Beispiel, als sie die Rohingya-Leute verraten hat ans Militär. It's unclear who will come up on top in this struggle. Es ist unklar, wer gewinnen wird in diesem Kampf. But it's clear that the revolution is developing in Myanmar. Aber es ist klar, dass sich die Revolution entwickelt in Myanmar. I already mentioned Latin America. Ich habe schon Lateinamerika erwähnt. But a few more things can be said about it. Ein paar mehr Punkte dazu. Latin America is one of the countries that have been hit hardest by the pandemic. Lateinamerika ist eine der Regionen, die am härtesten getroffen wurden von der Pandemie. They're facing both tremendous economic difficulties and a massive death toll from the virus. Sie haben sowohl riesige wirtschaftliche Schwierigkeiten sowie auch unglaublich viele Tote durch das Virus. And Brazil is one of those countries in Latin America that has been worst affected. Und Brasilien ist so eines der Länder, das am härtesten getroffen wurde. And Bolsonaro is in deep trouble. Und Bolsonaro ist in sehr großen Schwierigkeiten. He's the president of Brazil. Der Präsident von Brasilien. His support has fallen dramatically. Seine Unterstützung ist extrem zurückgegangen. And he's scrambling to try to recover some of it. Und er versucht jetzt alles, um ein bisschen Unterstützung zurückzugewinnen. He's just fired the CEO of Petrobras for raising fuel prices. Er hat jetzt den CEO von Petrobras rausgeworfen, weil er die Preise erhöht hat. And this has sent market confidence in the government tumbling. Und das bedeutet jetzt, dass so der Markt nicht mehr der Regierung wirklich vertraut. Das Vertrauen ist zusammengebrochen. The government has the second largest debt to GDP ratio of what the economists called emerging markets. Die Regierung hat das zweitgrößte Verhältnis von Schulden zu BIP von allen Wirtschaften, die Ökonomen so aufstrebende Märkte nennen.
It is at 100% and it's rising at the rate of 10% per year. Die Rate ist bei 100% und sie steigt gerade um 10% pro Jahr. And this is preparing the way for a serious crisis. Das bereitet eine sehr ernste Krise vor. In the past 10 years, the Brazilian currency has lost 2/3 of its value against the dollar. In den letzten 10 Jahren hat die brasilianische Währung 2/3 ihres Wertes gegenüber dem Dollar verloren. And now another fall in the currency is being prepared. Und jetzt kommt ein nächster Fall in der Währung, wird vorbereitet jetzt. Because obviously the fall in the value of the currency means an attack on the living standards of workers. Und natürlich, der Zusammenbruch des Wertes der Währung bedeutet einen Angriff gegen die Lebensbedingungen der Arbeiter. Any goods that are imported from abroad will now suddenly become a lot more expensive. Alle Waren, die aus dem Ausland importiert werden, die werden auf einmal viel teurer. There are rumors going around that Bolsonaro will attempt to stay in power in 2022 through Trump-style means. Es gibt Gerüchte, dass 2022 Bolsonaro versuchen wird, an der Macht zu bleiben, so Trump-Style wird er das versuchen. But this is reality, just the left making excuses for their own uselessness. Aber das ist einfach in Wahrheit einfach eine Ausrede der Linken, die sie erfinden für ihre eigene Unnützigkeit. The truth is that the workers could have gotten rid of Bolsonaro a long time ago. Die Wahrheit ist, die Arbeiter hätten Bolsonaro schon vor langer Zeit loswerden können. He hasn't even got a majority in parliament. Er hat nicht mal eine Mehrheit im Parlament. But the leaders of the labor movement have refused to do any kind of serious mobilizations. Aber die Führer der Arbeiterbewegung haben sich geweigert, irgendwelche ernsthaften Mobilisierungen durchzuführen. In the beginning of his presidency, our comrades raised the slogan "Bolsonaro out." Am Anfang seiner Amtszeit haben unsere Genossen das Slogan reingebracht, raus mit Bolsonaro. And all the leaders of the left refused to take up the slogan and say this was the wrong slogan. Und alle Führer der Linken haben sich geweigert, dieses Slogan aufzunehmen und gesagt, nein, das ist ein falsches Slogan. No, he's been democratically elected. Und dann haben sie gesagt, oh nein, er wurde ja demokratisch gewählt. Oh no, he's too powerful, they're too powerful, we cannot do this. Dann haben gesagt, oh nein, die sind alle viel zu mächtig, wir schaffen das einfach nicht. But now, this slogan is everywhere. Aber jetzt ist dieses Slogan einfach überall. It's you cannot go to a demonstration in Brazil without seeing the slogan all over. Aber man kann an keine Demonstration gehen in Brasilien, ohne dass man dieses Slogan überall sieht. And all this talk from the left is just a cover for their own cowardice. Und all dieses Gerede für die Linke, das ist einfach eine Ausrede für ihre eigene Feigheit. It's not the workers that are afraid of the state or unwilling to fight, it's the leaders of the workers that are. Es ist nicht so, dass die Arbeiter Angst hätten vor dem Staat und nicht bereit wären zu kämpfen. Nein, es sind einfach die Führer der Arbeiter, die nicht bereit sind zu kämpfen. I want to say a few more words about the United States. Ich möchte ein paar mehr Worte über die USA sagen. The US is not only the biggest imperialist power on earth. Die USA ist nicht nur die größte imperialistische Macht auf der Welt. But along with China, it will also be the key to the world revolution. Aber zusammen mit China wird sie auch der Schlüssel zur Weltrevolution sein. It is seeing unprecedented convulsions. Sie sehen irgendwie historisch einzigartige Veränderungen. Or at least it's the biggest class struggle since the Civil War. Oder sind zumindest die größten Klassenkämpfe seit dem Bürgerkrieg. Trump's election in 2016 was seriously damaging for the US ruling class. Die Wahl von Trump 2016 war sehr schädlich für die herrschende Klasse der USA. And there are mainly two reasons for this. Und es gibt hauptsächlich zwei Gründe dafür. He accelerated the polarization of US society. Er hat die Polarisation der US-Gesellschaft beschleunigt. Some of the Democrats, they even foolishly believe that he is the cause of polarization in US society. Ja, und gewisse Demokraten glauben dämlicherweise, dass er der Grund für die Polarisierung sei. But when the repression failed to quell the Black Lives Matter movement,
Aber als die Repression es nicht geschafft hat, die Black Lives Matter Bewegung zurückzuhalten, he insisted on carrying on repression anyway. hat er darauf bestanden, trotzdem Repression weiter durchzuführen. He was even threatening to use the army, Er hat sogar damit gedroht, die Armee zu brauchen. which the army quite stated very clearly that they were not interested in getting involved in at all. Die Armee hat dann sehr klar gesagt, sie haben kein Interesse daran, jetzt da involviert zu werden. It would have been foolish in the extreme. Es wäre unglaublich dumm gewesen. It would only have added fuel to the flames. Es hat einfach so Öl ins Feuer gegossen. And with the army sympathizing clearly with the protesters Und die Armee hätte klar sympathisiert mit den Protesten and radicalized the protesters manifold. und hätte die Protestierenden noch viel mehr radikalisiert. But the culmination for all his antics was his refusal to accept the election results. Aber der Höhepunkt seines ganzen Gespieles war dann, dass er sich geweigert hat, die Wahlergebnisse zu akzeptieren. And his whole campaign against the election results completely discredited the institutions of bourgeois democracy in the United States. Und seine ganze Kampagne gegen die Wahlresultate hat irgendwie die ganze bürgerliche Demokratie in den USA diskreditiert. And then to top it all off, he then got his supporters to storm the US Capitol building. Und dann als Höhepunkt hat einfach seine Unterstützer dazu gebracht, das Kapitol zu stürmen. When the election results was going to be ratified. Die Wahlergebnisse durchgesetzt werden sollten, bestätigt werden sollten. Which is a huge international embarrassment. Das ist eine internationale Scham. But also, it sets a very bad precedent. Aber es ist irgendwie ein schlechter Präzedenzfall jetzt. Like precedent, like examples. That's a bad example. Aber es ist ein schlechtes Beispiel. Because next time some workers will disagree with the decisions that the US Congress takes. Weil nächstes Mal, wenn irgendwelche Arbeiter nicht einverstanden sind mit Entscheidungen, die der US-Kongress fällt, Now they might decide to go and invade the US Capitol and hold the senators to account properly. dann vielleicht entscheiden sie sich auch, das Senat zu stürmen und die Leute zur Rechenschaft zu ziehen. The US working class is traditionally not as polite as the Northern European working class. Traditionell ist die US-Arbeiterklasse nicht so freundlich wie die nordeuropäische. There is a tendency to fight out the class struggle in the United States arms in hand. Es ist ja eine Tendenz, den Klassenkampf mit bewaffnet fertig zu kämpfen. And to see the ease at which these 1,000 or 2,000 armed lunatics or semi-armed, barely armed lunatics managed to get into the Capitol, it does set a very bad example for the future. Und ich meine, wenn man jetzt sehen, wie leicht diese halb bewaffneten Spinner da reingekommen sind, das gibt einfach ein sehr schlechtes Beispiel für die Zukunft. Trump also made a complete mess of US foreign policy. Trump hat auch ein völliges Chaos mit der US-Außenpolitik gemacht. He was, and it was all down to his own electioneering, his own attempting to build support to win the next election. Es ging einfach ihm darum, Wahlkampf zu machen und einfach Unterstützung zu gewinnen für die nächsten Wahlen. That was the only criteria for his foreign policy, basically. Das war so das einzige Kriterium für seine Außenpolitik. Biden is now scrambling to restore relations with the US traditional allies. Biden versucht jetzt alles, die Beziehungen wiederherzustellen mit den traditionellen Verbündeten der USA. In particular Europe, but also Canada and Japan. Ganz besonders Europa, aber auch Kanada und Japan. Trump declared Europe an enemy. Trump hat einfach mal Europa als Feind erklärt, zum Feind erklärt. And he promoted Brexit. Und er hat Werbung gemacht für den Brexit. Which is complete madness from the standpoint of the US ruling class. Und das ist Wahnsinn aus der Sicht der herrschenden US-Klasse. They have been relying on Britain to be the voice of the USA in the European Union.
Sie haben sich darauf verlassen, dass Großbritannien die Stimme der USA in der EU ist. And Trump was encouraging to break up the European Union in general. Und Trump hat irgendwie dazu so ermutigt, die EU ganz aufzubrechen. And aside from the fact they must have completely incensed the European governments, Und abgesehen davon, dass das die EU-Regierungen unglaublich wütend gemacht haben muss, who would have benefited? wer hätte davon profitiert? It's not the United States that would have benefited from the breakup of the European Union. Es wäre nicht die USA gewesen, die profitiert hätten vom Auseinanderbrechen der EU. It would have been Russia and China. Es wäre Russland und China gewesen. Russia is already looking to reclaim spheres of influence in the Eastern Europe. Russland versucht jetzt schon wieder so Sphären zurückzuerobern, Einflusssphären in Osteuropa. And China is making deals with Eastern European countries as well as with Italy and Greece. Und China macht Deals mit osteuropäischen Staaten, aber auch Italien oder Griechenland. The US needs Europe if they are to get anywhere in their conflict with China. Die USA braucht Europa, wenn sie irgendwo hinkommen wollen in ihrem Konflikt mit China. Now, who would benefit if Europe keeps trading with China if the US imposes sanctions? Wer würde davon profitieren, wenn Europa weiterhin mit der China Handel betreibt, wenn die USA Sanktionen einführt? Well, both Europe and China would benefit. Ja, Europa und China würden profitieren. A bit like the Cuban economy has a significant amount of European multinationals operating inside it. Sorry, which one? The Cuban. Die kubanische Wirtschaft hat sehr viele europäische Konzerne, die darin operieren. If the Cuban economy was to open up even more, they would have a massive advantage over the American multinationals. Wenn die kubanische Wirtschaft noch mehr aufwacht, dann hätten diese einen riesen Vorteil gegenüber den US-Konkurrenten. So Biden is on the charm offensive to convince the US's former allies that Trump was just a temporary blip. Biden startet jetzt eine Charmoffensive und versucht seine ehemaligen Alliierten davon zu überzeugen, dass Trump jetzt nur so temporär ein bisschen ein Problem war, aber das ist vorbei. But it's a bit unclear how far this new warmness in relation will stretch, how long it will last. Aber es ist ein bisschen unklar, wie lange jetzt diese neue Wärme in ihren Beziehungen, wie lange die halten wird. We're now in 2021, you might have noticed. Wir sind jetzt im Jahr 2021, habt ihr vielleicht gemerkt? I don't know about you, but I usually forget which year it is until about February or March. Ich weiß nicht, aber ich vergesse immer, welchen Monat, welches Jahr wir haben, bis irgendwie Februar oder März. I keep writing, 1st of January 2020 when it's supposed to be 2021 and so on. Ich schreibe immer so 1. Januar 2020 statt 2021. But this year has brought with it some quite dramatic changes already. Aber dieses Jahr hat schon ein paar dramatische Veränderungen mit sich gebracht. Particularly in the United States. Ganz besonders in den USA. The US bourgeois do not want a repeat of Trump's presidency. Die US nicht Trump Präsidentschaft wiederholen. And even less the events of the 6th of January. Und noch weniger die Events vom 6. Januar. They are looking to restore the legitimacy of the state. Sie versuchen, die Legitimität des Staates wiederherzustellen. As well as calming down the situation. Und die Situation zu beruhigen. They like the state not to appear to be partisan. Sie mögen es, wenn der Staat nicht parteilich wirkt. It should appear to be neutral, whilst of course defending the interests of the capitalist class. Es sollte so neutral wirken, während er natürlich die Interessen der kapitalistischen Klasse verteidigt. They have realized that soaring inequality and poverty is seriously undermining the stability of the system. Sie sehen, wie Ungleichheit und
Armut schädlich ist für die Stabilität des Systems. This is not just a threat internally, but has serious repercussions for the US ability to project internationally. Das ist nicht nur eine interne Bedrohung, das hat auch sehr ernste Folgen für die Fähigkeit der USA, so gegen außen international zu wirken. Which you can see with Trump's presidency, Was man mit Trumps Präsidentschaft sehen kann. where the internal politics or the discontent about internal politics spilled over into a president who transmitted this to America First policy, which has not been good for the US interests. Und das haben wir mit Trump gesehen, wo die Unzufriedenheit sich umgewandelt hat in diese Politik von America First. And obviously the general reluctance of the US population to engage in any more foreign imperialist adventures after Iraq and Afghanistan. Und die generelle Abneigung der US-Bevölkerung, sich in imperialistische Abenteuer einzulassen nach der Erfahrung von Afghanistan und Irak. And this focus or interest in the questions of inequality is a massive U-turn from the years of Thatcher. Und dieser Fokus auf Ungleichheit, das ist eine grundlegende Veränderung im Vergleich zu den Jahren von Thatcher und Reagan. When they had the idea of the trickle-down economics. Da hatten sie diese Idee von Trickle-down Economics, also die Wirtschaft, die so runtertropft. Basically, if the idea being that if the rich get really, really filthy rich, some of the money inevitably must trickle down to the poor as well. Die Idee war, wenn die Reichen wirklich sehr, sehr reich werden, dann muss ja ein bisschen Geld zu den Armen runtertröpfeln. It obviously was a complete lie. Das war eine komplette Lüge. But quite a profitable lie. Aber eine profitable Lüge. The period of the 1980s and 90s was necessary to deal with the economic problems caused by Keynesianism. Die Periode der 80er und 90er war notwendig, um mit den ökonomischen Problemen, die durch den Keynesianismus verursacht wurden, mit denen umzugehen. But it just created new ones, in particular debt. Aber es hat einfach neue Probleme kreiert und ganz besonders Schulden. This policy was also made possible by the defeat of the working class in the 1980s. Diese Politik wurde auch ermöglicht durch die Niederlage der Arbeiterklasse in den 80er Jahren. And in particular, the collapse of the Soviet Union. Ganz besonders der Zusammenbruch der Sowjetunion. Which discredited the ideas of socialism. Was die Ideen des Sozialismus diskreditiert hat. But now it's all turning into its opposite again. Aber jetzt wandelt sich alles in sein Gegenteil wieder. So they're now spending trillions of dollars. Sie gehen mit Billionen Dollar aus. In order to buy class peace. Um sich Klassenfrieden zu kaufen. Biden is proposing a $1,900 billion stimulus. Biden schlägt ein 1.900 Milliarden Dollar Stimulationspaket vor. It's not a small sum. Das ist keine kleine Summe. I think it's about 10% of the whole of the US economy. Ich glaube, es ist 10% von der ganzen US-Wirtschaft. But this is a small price to pay. Aber es ist ein kleiner Preis. Particularly as the money comes out of thin air. Besonders weil Staatsgelder kommt aus der Luft. It is money created by the central bank. Es ist Geld, das von der Zentralbank kreiert wird. So no one really has to pay it. Niemand muss wirklich dafür bezahlen. It's a brilliant solution. Das ist wirklich eine brillante Lösung. But maybe it's short-sighted. Vielleicht ein bisschen kurzfristig. And this is another point which is worth going into. Und das ist ein Punkt, da lohnt es sich, darauf einzugehen. All the bourgeois, all the politicians and economists, they all swear that they're never going to repeat the mistakes of the 1920s. Alle Bürgerlichen, alle Politiker sagen, nein, wir werden nie die Fehler der 1920er wiederholen. Never again are they going to make a hyperinflation like they did in German time. Nie wieder werden wir für Hyperinflation sorgen, wie es damals in Deutschland passierte. But that is starting to ring rather hollow. Aber das klingt eher leer, was sie da sagen.
At that time, the German government felt obliged to embrace money printing to solve a political crisis. Zu diesem Zeitpunkt sah sich die deutsche Regierung gezwungen, Geld zu drucken, um eine politische Krise zu lösen. It was in the middle of the German Revolution, 1923. Es war in der Mitte der Deutschen Revolution 1923. And in order to stay off or to try to calm down a general strike that was developing, the government decided to print money to pay all the strikers' wages. Und im Versuch, einen Generalstreik zu beruhigen, haben sie einfach sich entschieden, Geld zu drucken, um die Löhne der Streikenden zu bezahlen. It was part of the struggle with France over the payments of the Versailles Treaty. Es war Teil ihres Kampfes mit Frankreich für die Bezahlung des Versailler Vertrags. But this attempt basically to solve a political problem by just printing last month's money is precisely what they're doing now. Aber dieser Versuch, ein politisches Problem einfach mit dem Druck von Geld zu lösen, das ist genau das, was sie jetzt machen. They all imagine that central bankers are sitting in some kind of ivory tower, looking at the figures and deciding the precise moment where they're going to withdraw the stimulus from the economy. Sie sagen alle, die Zentralbanker, die werden in so einen Turm und beobachten ganz genau und entscheiden dann, zu welchem Zeitpunkt sie jetzt aufhören sollen mit diesem Spritzen. But the problem is that just like back then, so it is now, these decisions are not taken in a vacuum. Aber genau damals, wie jetzt, diese Entscheidungen werden nicht einfach in einem Vakuum gefällt. But they're taken in the tense heat of class struggle. Aber sie passieren in der Hitze des Klassenkampfs. You might remember, for example, how Trump was very critical of the Federal Reserve a couple of years ago. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wie kritisch Trump war mit der Federal Reserve vor ein paar Jahren. When the Federal Reserve is raising interest rates. Als sie den Zinssatz erhöht haben. They basically thought that the interest rates were too low and that they needed to raise them in order to be able to lower them when the next crisis came. Was sie halt gedacht haben, ist, die Zinssätze sind zu niedrig, wir müssen sie erhöhen, damit wir sie wieder senken können, wenn die nächste Krise kommt. And at the time, everyone said, oh no, Trump shouldn't be interfering in the central bank and the decisions of the Federal Reserve and so on. Und da haben alle gesagt, nein, Trump sollte da nicht eingreifen in die Entscheidungen der Zentralbank. But then they proceeded to make precisely the same criticism of the actions of the Federal Reserve. Aber dann haben sie angefangen, genau die gleiche Kritik gegen die Zentralbank zu bringen. So the conclusion, really, if you're a central banker for the Federal Reserve, was you ignore the government at your own peril. Und wenn man jetzt ein Zentralbanker ist, dann muss man einfach sehen, wir ignorieren die Regierung jetzt auf eigene Gefahr. If things go badly, then you will be blamed. Wenn Sachen schlecht laufen, dann wirst du kritisiert. And in fact, they're all talking now about the central bank and the government working together to deal with the pandemic. Und jetzt reden sie alle darüber, dass die Regierung und die Zentralbanken zusammenarbeiten, um mit der Pandemie umzugehen. They must coordinate. Sie sollen koordinieren. Yeah. But this is not the independent central bank that the monetarists and Milton Friedman imagined. Aber das ist nicht die unabhängige Zentralbank, die sich Monetaristen wie Milton Friedman oder so vorgestellt haben. Now, there are some in the ruling class are starting to worry about this. Some of the economists are starting to worry about this policy. Es gibt so ein paar in der herrschenden Klasse, ein paar Ökonomen, die beginnen sich Sorgen zu machen über diese Politik. For example, they note that using the broader definition of money supply, as they call it, M2. Und sagen sie, dass wenn man die breitere Definition der Versorgung benutzt. Yeah, so when we think about money, we shouldn't just think of the actual physical currency, but also all the little different digits that are in all the computer databases all around the world, right? Also wenn man über Geld denkt, sollte man nicht nur über das Geld, das so Cash vorhanden ist, denken, sondern auch die Zahlen, die da in den allen Computern der Welt vorhanden sind. The overwhelming majority of money these days is not actual physical money. Die überwältigende Mehrheit des Geldes heutzutage ist ja nicht physisches Geld.
but it's actually credits, loans, effectively debt in various institutions. Ja, aber es sind also Kredite, Schulden in verschiedenen Institutionen. But anyway, using this broader definition of money supply, the total amount of money in the United States rose by 26% last year. Wenn es diese Definition von Geld nimmt, dann ist die Anzahl, so viel Geld gab es irgendwie 26% mehr Geld dieses Jahr als letztes Jahr in den USA. So that means 26% more money, and I don't know, I can't remember how many percent less production in the economy. Also wir haben 26% mehr Geld und ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent weniger Produktion in der Wirtschaft. Now, obviously, this is not an automatic process. It's automatically translated into an inflation. Das ist kein automatischer Prozess, der sofort zur Inflation wird. But clearly, you have there a massive contradiction. Aber du hast einen massiven Widerspruch. And if you compare that 26%, so during the years of the quantitative easing after the 2009 crisis, und wenn man jetzt diese 26% vergleicht mit den Jahren des Quantitative Easings nach der 2008er Krise, then it was only 5 to 6% per year that the money supply increased. da waren es nur so 5 bis 6%, dass die Geldversorgung zunahm jedes Jahr. Just now, actually, I read that in the last week, the chief economist of the Bank of England has come out as well, warning about the consequences of continuing this kind of loose monetary policy of printing more money, basically. Und gerade letzte Woche habe ich gelesen, der Hauptökonome der Bank of England, der hat auch gewarnt vor dieser Politik. But the Federal Reserve Chairman also spoke this week, and he came out with a very strong statement. Aber der Chef der Federal Reserve hat auch diese Woche gesprochen und ein sehr starkes Statement gemacht. And he basically said that whatever the figures, we are continuing with this policy that we embarked on. Und er hat gesagt, egal, es kommt nicht darauf an, welche Zahlen wir sehen, wir machen weiter mit dieser Politik, mit der wir begonnen haben. And obviously that is a precondition for Biden's $2 trillion investment program or spending program. Und das ist natürlich eine Vorbedingung für Bidens riesiges 2 Billionen Ausgabeprojekt. Because a lot of that money will be coming from the central bank. Weil viel von diesem Geld wird von der Zentralbank kommen. But there are some limitations to the kind of concessions that they're willing to give at the moment. Aber es gibt gewisse Grenzen für die Zugeständnisse, die sie bereit sind zu machen momentan. Now, these kind of investments they're talking about, like green investment and so on, they will not create jobs overnight. Diese Investitionen, von denen Sie sprechen, wie diese grünen Investitionen, die werden nicht irgendwie Arbeitsplätze schaffen über Nacht. And they will not cover all the jobs that have been lost. Und sie werden nicht alle Jobs abdecken, die verloren wurden. The layoffs will continue and the pressure on workers' term conditions will continue. Und die Entlassungen werden weitergehen und der Druck auf die Arbeitsbedingungen der Arbeiter wird auch weitergehen. Particularly in those industries that have been hardest hit by the pandemic. Besonders in den Industrien, die besonders hart getroffen wurden in der Pandemie. In hospitality, hotels, restaurants, etc. In der Gastronomie, Hotels, Restaurants. And also in transport, aircraft, and obviously manufacture of aircraft and so on. Also im Transport, die Luftfahrt, die Produktion in der Luftfahrt, Flugzeugproduktion. And clearly, industry, the bosses will attempt to make the workers pay for the crisis. Und in diesen Industrien werden die Bosse klar versuchen, die Arbeiter zur Kasse zu bitten. Sie sollen bezahlen für die Krise. Attacking workers' conditions in order to restore profitability. Sie werden die Arbeitsbedingungen der Arbeiter angreifen, um Profitabilität wiederherzustellen. So the discontent in society will continue to grow. Die Unzufriedenheit in der Gesellschaft wird weiterhin wachsen. And the ruling class is aware of this. Und die herrschende Klasse ist sich dessen bewusst. But what can they do? What's the alternative? Aber was können sie tun? Was ist die Alternative? The alternative would be to give Trump another 4 years as a president. Die Alternative wäre, Trump nochmal 4 Jahre zu geben als Präsident.
I mean, imagine if Joe Biden had stood an election platform promising austerity. Imagine how many votes he would have gotten then. Ich meine, stellt euch vor, wenn Biden mit einem Austeritätsprogramm angetreten wäre, wie viele Stimmen hätte er gekriegt? And also, of course, if Trump had been the president, he would have implemented very similar economic policies, I'm pretty convinced. Und natürlich, wenn Trump Präsident gewesen wäre, hätte er recht ähnliche Wirtschaftspolitik gemacht. The efforts that they are making now are storing up big problems for the future. Was sie jetzt machen, um die Probleme zu lösen, die bringen sehr, sehr große Schwierigkeiten in der Zukunft. They're really solving none of our problems, but they are preparing the way for new crises. Sie lösen keine ihrer Probleme, aber sie bereiten eine neue Krise vor. They will provoke more class struggle in the long run, but they won't solve the problems of the present. Sie werden mehr Klassenkampf langfristig provozieren und die Probleme der Gegenwart nicht lösen. And the period that we're entering into is quite unlike any other. Und die Periode, in die wir jetzt kommen, ist unvergleichbar mit anderen. And it's the depth of the crisis, on the one hand. Es ist die Tiefe der Krise einerseits. But also the breadth, the spread of the crisis all across the world. Aber auch die Breite der Krise, die Verbreitung der Krise über die ganze Welt. There is hardly any country that have escaped the crisis. Es gibt kaum ein Land, das der Krise entfliehen konnte. And even those countries that originally were saved from the crisis have been pulled into it one by one. Und sogar die Länder, die am Anfang gerettet wurden vor der Krise, wurden eins nach dem anderen in die Krise gezogen. It's an extremely turbulent period. Es ist eine sehr turbulente Periode. It is not one of permanent recession. Es ist nicht eine von permanenter Rezession. When we talk about a deep crisis of capitalism, it doesn't necessarily mean you have a permanent recession. Wenn wir von der tiefen Krise des Kapitalismus sprechen, das bedeutet nicht, dass wir immer eine tiefe Rezession haben. But neither is it one of a sustained and stable development, growth. Aber es ist auch keine von langfristigem stabilen Wachstum. It's quite the contrary. Das ist ziemlich das Gegenteil. It's a period of extreme economic instability. Es ist eine Periode von extremer wirtschaftlicher Instabilität. With governments and the ruling class lurching from one policy to another. Mit Regierungen und den herrschenden Klasse, die von einer Politik zur anderen springen. As the economic and political conditions change. Wie die ökonomischen und politischen Bedingungen sich verändern. Because actually growth can have a positive impact on the class struggle. Und Wachstum kann einen positiven Effekt auf den Klassenkampf haben. When the order books are full, when the industries are working at fuller capacity, it will give the workers confidence to struggle. Wenn die Bestellbücher voll sind und die Industrien an der vollen Kapazität arbeiten, das gibt den Arbeitern Sicherheit und Selbstvertrauen zu kämpfen. And they will fight to try to regain some of what they'd lost in the previous period. Und sie werden kämpfen und versuchen, ein paar Sachen zurückzugewinnen, die sie in der vorherigen Periode verloren haben. So it's quite wrong, particularly in the present situation, to conceive of a thing of like decline means class struggle and up means less class struggle or no class struggle. Es ist sehr falsch, wenn man jetzt wie sagt, die Wirtschaft geht runter, das bedeutet mehr Klassenkampf, die Wirtschaft geht hoch, das bedeutet weniger Klassenkampf. That kind of it doesn't work like that. Es funktioniert einfach nicht so. But it's all equally untrue to say that the other way around, that because there's a downturn, there will be no class struggle. Aber umgekehrt ist natürlich auch falsch. Nur zu sagen, es gibt einen Zusammenbruch, also gibt es keinen Klassenkampf, das ist auch falsch. Because obviously workers will attempt to defend their gains that they made in the past from the attacks of the business. Weil die Arbeiter werden natürlich die Errungenschaft der Vergangenheit versuchen zu verteidigen. The point is that whether there is growth or recession, der Punkt ist, ob es Rezession oder Wachstum gibt, the instability will bring to the fore the class struggle. Die Instabilität wird den Klassenkampf hervorbringen.
We have entered into a period of revolution and counter-revolution. Wir sind in eine Periode von Revolution und Konterrevolution getreten. The ruling class really have no way out of the present situation. Die herrschende Klasse haben keinen Ausweg aus der jetzigen Situation. They are scrambling from one policy to another, Sie springen von einer Politik zur anderen, but they can't resolve the crisis. aber sie können die Krise nicht lösen. And the showdown between the classes is approaching in all countries. Und ein Kampf zwischen den Klassen kommt näher in allen Ländern. A showdown is like, Ein entscheidender Kampf. yeah, that's more like it. And the question we must ask ourselves is, are we ready? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir bereit? Now, the Marxists are not ready to face the struggle at this moment in time. Die Marxisten sind nicht bereit, diesen Kampf zu führen zum jetzigen Zeitpunkt. We are far too small. Wir sind viel zu klein. The question is, can we get ready in time? Die Frage ist, können wir rechtzeitig bereit sein? Are we able to build the organization quickly enough to when these events will take place that we will be ready at that time? Können wir die Organisation schnell genug aufbauen, dass wenn diese Ereignisse stattfinden, dass wir dann bereit sind? And that really depends on you. Und das ist von euch abhängig. If in the present relative stability, we must build our forces as quickly as we can. In der momentanen relativen Stabilität müssen wir unsere Kräfte so schnell wie möglich aufbauen. Because only Marxism has the ideas to provide a way out of the misery of capitalism. Weil nur der Marxismus hat die Idee, um einen Ausweg aus der Misere des Kapitalismus aufzuzeigen. I think I finished there well within my time. Ich höre hier auf.